An was hast du gedacht, als du das erste Mal Albanien gehört hast? Hast du an Armut gedacht, an Plattenbauten? Hast du dir vielleicht überlegt, ob das Land überhaupt sicher ist? Eigentlich wäre das ziemlich unfair, denn Albanien hat so viel mehr zu bieten. Und was, wenn ich euch sage, dass Albanien ein ideales Campingland ist und ein Paradies für Freisteher? Das glaubt ihr nicht? Steigt einfach ein. Schön, dass ihr mitkommt. Auf geht's! Wir sind drin. Welcome to Albania. Yeah. Mittlerweile haben wir gleich als allererste Amtshandlung eine SIM-Karte erstanden und danach eben Geld getauscht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu einem netten kleinen Camp. Und dann machen wir heute auch nichts Großartiges mehr. Wir wollen uns erstmal von der Fahrt erholen, ankommen und zeigen euch dann später das Camp. So, wir sehen uns. Oh. Ja, wird. Die erste Lektion, die wir gerade in Albanien gelernt haben, ist: wahre die Speedbumps. Die sind hier nämlich nicht angestrichen oder irgendwas, sondern es ist immer wieder eine Überraschung und sie haben es echt in sich. Die Anfahrt wird auf alle Fälle immer enger und schmaler und Begeisterung stellt sich noch nicht bei allen ein. Hat schon was, oder? Aber als wir nur 5 Minuten später das Gefühl haben, direkt in der Südsee zu stehen, ändert sich das schnell. Ein kleines bisschen kann man es vielleicht erkennen. Wir haben hier Glühwürmchen. Wie geil ist das denn? Ist ganz dicht dran jetzt. Ja. Ja. Der blinkt. Wir machen uns auf, 30 Kilometer weiter südlich, noch einen Strand zu erkunden. Wir wollen das schöne Wetter noch ein bisschen genießen. Die Anfahrt ist auf alle Fälle etwas abenteuerlich, aber das kennen wir ja nun schon. Nach dem obligatorischen Rundgang und der Einweisung können wir auch gleich mit dem Fahrrad loslegen. Neben dem Strand gibt es hier auch noch die Festung Baštove zu sehen. Ja, ein neuer Tag, ein neuer Stellplatz. Wir haben uns mal eben 30 Kilometer weiter südlich ans Meer gewagt. Zu dem Platz hier werde ich euch später noch mal ein bisschen genaueres erzählen. Und jetzt gönnen wir uns aber erstmal eine Radtour und gucken uns die Burgruine an, in der man angeblich auch campen kann. Mit dem darin campen können ist das aber so eine Sache. Ein dickes Eingangstor versperrt mittlerweile den Weg. Und außerdem ist das Gelände von 2 Schafen streng bewacht. Das Gras zwischen den Mauern scheint ihnen auf alle Fälle besser zu schmecken und grüner zu sein als das Gras unten auf der Wiese.
Und glaubt mir, die beiden kommen die Treppen schneller rauf und runter als wir. Es scheint auf alle Fälle, als würde man bald anfangen, Eintritt zu nehmen. Ein entsprechendes Gebäude mit Café und Aussichtsplattform ist auf alle Fälle schon gebaut worden. Hinter diesem Betonklotz findet sich noch ein kleines privat geführtes Café, dessen Besitzer einen auch in seinem Obstgarten campen lässt. Und an so einem schönen Abend ist ein Strandspaziergang doch Pflicht, oder? So, also wir sind hier gerade am Spazierengehen und ihr erkennt das an meinen Handbewegungen vielleicht schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann. Aber wenn ich mir nicht ständig an den Kopf fasse, dann werde ich sofort von 27,5 Mücken attackiert. Da war eben schon wieder eine. Und das hat uns jetzt doch zu einer früheren Rückkehr bewegt, wie wir den Spaziergang eigentlich am Strand genießen wollten. Weil grundsätzlich die Sicht ist schon geil. Das finden allerdings auch 736.000 Insektoide. Und ich glaube, wir gehen mal gleich schnell zum WOMO zurück und schmieren uns mit kräftig Chemie ein. Aber das kannst du vergessen mit draußen sitzen. Du darfst dir das DET ja nicht an den Kopf schmieren. Nicht? So, nach unserem mückenreichen Strandspaziergang, bei dem Florian, ich habe zwar an den Beinen auch einige, aber Florian hat ein bisschen mehr leiden müssen. Gucken, so, die werden auch schön dick. Kommt jetzt unser Lieblingswerkzeug. Wir britzeln das jetzt. Im Kopf hatten wir das noch nicht. Wird's warm? Also man muss schon eine leicht masochistische Ader haben. Ich habe noch einen dicken entdeckt. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass die das Spaß macht. Frage, die hat man hier recht pragmatisch gelöst. Wir haben hier einfach die normale Klärgrube, ein Loch drin und ab dafür. Und ich habe mittlerweile was rausgefunden für die Zersetzungschemie sozusagen. Und zwar haben wir jetzt Amovit entdeckt. Das Zeug ist super günstig. Man kriegt das im Baumarkt. Das kommt sowieso in Haus- und Hofkläranlagen rein. Kostet einen Bruchteil von dem, was für normale Tabs oder so irgendwie gebraucht wird. Und bis jetzt sind wir hochzufrieden damit. Mal gucken, wie es bei steigenden Temperaturen wird. Wir fahren weiter. Unser nächstes Ziel ist Tirana. Unterwegs machen wir das erste Mal Bekanntschaft mit einem Gemüseverkaufsstand. Gemüse findet man hier wesentlich günstiger als in klassischen Supermärkten. Ihr müsst unbedingt mal anhalten und probieren. Frischer ist es meistens auch. Wir haben uns hier beim Hotel Baron einquartiert. Die bieten Stellplätze auch für Camper an. Gibt ein eigenes Badezimmer, wenn man will sogar Strom. Snackautomat mit Dosenbier und Co. ist auch dabei. Also wir haben jetzt hier 40 Lek bezahlt, auf ungefähr 40 Cent, 45 Cent für eine Fahrt in die Innenstadt. Sehenswert ist auf alle Fälle das Bunkart 2 Museum. Bis 1991 herrschte in Albanien eine sozialistische Diktatur. Auf vielen englischen Tafeln erfährt man das wahre Ausmaß dieser grausamen Episode. Pflicht ist natürlich auch der Skanderbergplatz. Wir entscheiden uns, den Regen in einem Café auszusitzen und das Treiben dort zu beobachten.
Auch nicht fehlen darf natürlich der Stadtteil Bloku. Zu ehemaligen Sowjetzeiten durfte dieser Teil nur von hochrangigen Regierungsmitarbeitern betreten werden. Heute wird er mehr von jungen Leuten betreten, die sich es in den vielen schicken Cafés und Restaurants gut gehen lassen. Spannend ist auch die Geschichte von der Pyramide von Tirana. Erbaut wurde sie ursprünglich als sozialistisches Museum. Nach der Wende funktionierte sie als Kulturzentrum, Diskothek, Radiosender und während des Kosovo-Krieges sogar als NATO-Stützpunkt. Heute funktioniert sie als begehbare Skulptur und modernes Tech- und Kulturzentrum. Die offizielle Entsorgungsmethode des Hotels mutet sehr einfach, aber gleichzeitig doch edel an. Mir gefällt's. Guten Morgen. Wir sind jetzt ein bisschen im Hinterland unterwegs, wollen jetzt zu einem kleinen Ort oder einer kleinen Stadt, die das im Gebirge liegt oder in ein Fels eingebaut ist. Wie heißt das, Florian? Berat. Berat. Ja, die Landschaft ist wunderschön. Heute scheint auch die Sonne wieder. Es erinnert einen so ein bisschen an die Toskana. Wir haben hier ganz viele Olivenbäume, Weinfelder, ganz viel Mohn. Sieht wirklich farbenfroh aus. Letzte Nacht haben wir auf einem Hotelparkplatz verbracht und da haben wir mit dem Besitzer heute Morgen noch ein bisschen gesprochen. Er sagte auch, also April, Mai ist hier in Albanien wohl mit die beste Reisezeit, was das Wetter betrifft. Es ist noch nicht zu heiß, es blüht alles schön und ja, wir lassen uns mal überraschen, was dieser kleine Ort oder die Stadt, ich weiß gar nicht, ist es ein Ort oder ist es eine Stadt? Das ist eine kleine Stadt. Nennen wir es kleine Stadt. Ja, was die uns so zeigen wird. Wir sind gespannt. Bis später. Aber was wir in Berat erleben und im dahinterliegenden Osum Canyon, das ist eine andere Geschichte und die will im nächsten Video erzählt werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch über Abos und Kommentare freuen wir uns sehr.